willkommen beim Ostsee-Report. Das, was ich jetzt hier gleich trage, das soll uns einmal tragen. Uiuiui. Wir wollen versuchen, ein Floß zu bauen und damit den Klarälven bereisen, einen von Schwedens längsten Flüssen. Mal sehen, ob das was wird. Tannen aus dem umliegenden Wald sind unser Baumaterial. 3 Tage wollen wir unterwegs sein, wenn alles gut geht. Heute aber wird erst mal gebaut. Bei strahlendem Sonnenschein legen wir los. Keine Schrauben, keine Nägel. Um unser Floß zu bauen, werden wir nur 2 Dinge benutzen. Viele Baumstämme und viel Seil. Scheiße, war schon falsch. So. So. Yeah, well done. There we are. Jorn hat schon einige Flöße gebaut und zeigt uns, wie es geht. So, beim nächsten Stamm geht ihr unten drunter und rum. Ja, und jetzt oben drüber und rum. Aber wo sind wir überhaupt und wie sind wir hier hingekommen? Wir springen nochmal zurück und fangen vorne an. Mit der Fähre sind wir von Kiel nach Oslo gefahren. Die Reise beginnt also in Norwegen, genau wie die des Klarälven. Unser Ziel ist Värmland im mittleren Westen von Schweden. Das Floß soll uns von Brånäs nach Björkebo bringen. Wir sind zu dritt unterwegs. Kameramann Basti. Hallo. Tonfrau Mareike. Hallo. Und ich, Linnea. So wie der Klarälven nach 160 Kilometern Schweden erreicht, passieren auch wir die Grenze. Norwegen und Schweden gehen fast überall ganz unspektakulär ineinander über. Die Straßen führen uns durch endlose Wälder. Je weiter nördlich in Schweden, desto weniger Menschen leben hier. Wir durchqueren den Finnskogen. Den Finnwald? Finnland liegt doch auf der anderen Seite der Ostsee. Hin und wieder tauchen im Wald abgelegene Lichtungen mit Häusern auf. Spontan halten wir an und fragen nach, was es mit den Finnen im schwedischen Wald auf sich hatte. Den Sommer über lebt Lennart hier mit seiner Frau. Zu der Zeit waren viele Finnen unglaublich arm und Schweden hatte einen König, Karl IX., der wollte, dass Menschen den Wald besiedeln, falls es zum Krieg mit Norwegen käme. Im 16. Jahrhundert gab der schwedische König den Finnen hier Land, auf dem sie bis zuletzt ohne fließendes Wasser und Strom lebten. Fast so wie Lennart und seine Frau heute. Das allerdings in einem neueren Haus als diesem, immerhin von 1908. Wir haben einen Brunnen 50 Meter entfernt. Da holen wir Wasser im Eimer. Auf dem Dach habe ich jetzt ein kleines Solarmodul. So kann ich mein Handy laden. Den Rest machen wir mit einem Gasherd und Feuer. So wie man es gemacht hat, bevor es Strom gab. Für die kalten Winter mit bis zu minus 20 Grad reicht das aber nicht. Dann ziehen sie zurück in die Zivilisation. Als wir den Finnwald hinter uns gelassen haben, erreichen wir den Klarälven. Philipp hilft uns beim Floßbau. Er wird dieses Jahr als Saisonkraft noch viele Flöße bauen. Ich habe so eine bezahlte Auszeit quasi mit vorher angesparten Zeiten genommen. Ja, ich hatte das schon Jahre vor, eigentlich. Ja. Und jetzt passt es mal so ein bisschen, weil die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Und da dachte ich, jetzt muss ich es mal machen, sonst mache ich es nicht. Ja, cool. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr Spannung auf dem Seil haltet, damit die Stämme dicht zusammenbleiben.
Man muss sich darauf einlassen, dass auch schlechtes Wetter gut sein kann. Oder Regenwetter. Der perfekte Tag, um das zu sagen. Genau, genau. Lage 1 des Flosses ist geschafft. Es folgen noch 2 weitere. Und ansonsten war ich früher auch schon ein paar Mal damit beschäftigt, Flosse abzuholen, die gestrandet sind. Ja. Wo es nicht so cool war für die Leute. Okay. Wenn du sagst, die Leute sind nicht zu Ende gefahren, was ist denen dann meistens so zum Verhängnis geworden? Naja, entweder Hochwasser oder Niedrigwasser. Oder sie dachten, dass sie über eine Sandbank schieben können. Ja. Und wenn dann sozusagen noch schlechtes Wetter ist und die Kräfte weg sind, dann kriegt man schlechte Laune manchmal. Wenn man es dann vielleicht nicht so gut koordiniert, dann sagt man, ich habe keine Lust mehr. Ja, okay. Oha, dann werden wir hoffentlich Sandbänken ausweichen können und uns selbst koordiniert bekommen. Zwischen die verschnürten Außenbalken verkeilen wir die anderen Stämme. Das erste Mal auf unserem neuen Boden hier, der uns für die nächsten 3 Nächte begleiten wird. Bisschen wubbelig, aber passt. Jetzt das Ganze nochmal. Unser Floß soll aus 2 Teilen bestehen. Wir sind geübter und schaffen die zweite Plattform in 1,5 Stunden. Wir verbinden die 2 Teile und füllen die Lücke mit weiteren Stämmen auf. Also der Fluss meandert wie ein Wurm durch die Landschaft und ihr versucht immer an der Außenkante zu sein. Und dann bringt die Strömung euch in die Mitte. Ihr kommt in die nächste Außenkurve und anschließend wieder in die Mitte. Und wenn ihr versucht, diese Linie zu halten, habt ihr die wenigsten Probleme. Falls ihr zu weit abtreibt, könnt ihr in Sandbänke geraten und euch festfahren. 8 Stunden sind wir insgesamt dabei, haben über 120 Stämme geschleppt und unzählige Knoten geknüpft. Ich habe schwere Arme, aber Jorn mit seinen 65 Jahren hat immer noch Kraft. Jetzt noch das letzte Element des Flosses. Die nächsten 3 Tage werden wir jede Minute draußen verbringen. Unser Wind- und Regenschutz für die nächsten Tage. Ich hoffe, wir brauchen es nicht zu sehr. Da kriegt man richtig Lust. Aber so schnell wie der Schauer gekommen ist, verzieht er sich zum Glück auch wieder. Wir machen die letzten Handgriffe und am nächsten Morgen geht's los. So, die Seile sind gelöst. Ab jetzt treibt das Floß. Was wird uns begegnen? Wenn wir es genießen können und wenn ja, was? Und ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach dem Fluss hingeben. Der bestimmt jetzt über unsere Reise. Okay, ich hole mir auch eine. Wegen der Sandbänke sollen wir uns bei der Brücke rechts halten und danach direkt in die Mitte drücken. Wir sollen rechts am Pfeiler vorbei. Ja. Oh, Warte. Was mache ich überhaupt hier? Aber wie steuert man so ein Floß? Achtung, Mareike, ich mach's über dich. Basti, ich gehe an dir vorbei. Wir nehmen ein bisschen an Fahrt auf, glaube ich. Wir müssen zusehen, dass wir noch weiter rüberkommen. Ja. Linke Seite, rechte Seite, vorne oder doch in der Mitte. Hinten geht's mit den Starkstangen nicht wegen des Aufbaus. Wir drehen uns schon wieder.
Aber entspannt auf dem Wasser treiben, hätte ich mir anders vorgestellt. Oh. 3 Tonnen wiegt das Floß in etwa. Haltet immer Ausschau. Es gibt tief hängende Bäume. Wenn wir jetzt nicht wieder zu dicht da rein gedrückt werden, dann sind wir auf jeden Fall ganz gut auf dem Weg. Scheiße. Oh, oh, scheiße. Hast du kriegst du den Stamm als Widerstand für deinen... Ja. Diese Ecke schon mal drüber. Alle noch an Bord. Endlich die erste Ruhe. Der chaotische Start hat Spuren hinterlassen. Oh, okay. Kleiner Arbeitsunfall. Entlang des Weges entdecken wir immer wieder Kirchen. Und das bei relativ wenigen Einwohnern im Chlorelfstal. Alles kein Zufall. Sie liegen meist einen Tagesmarsch voneinander entfernt. Einige haben noch immer die alten Holzverkleidungen. Und weil hier in früheren Zeiten der Eisenerzabbau so intensiv war, gibt es auf den Friedhöfen viele Eisenkreuze anstelle eines Grabsteins. Auf einem unserer Kistendeckel ist der genaue Flussverlauf aufgeklebt. Dann noch die Linkskurve, dann die Rechtskurve hier mit dieser kleinen Insel oder größeren Insel, wo wir rechts vorbei sollen, auf jeden Fall. Da gibt es Sandbänke. Ihr könntet stecken bleiben. Da müssen wir aufpassen. Ja. Die Strömung hilft uns und bringt uns genau auf die richtige Seite. Aber schon wieder viel zu dicht an die Bäume. Scheiße. Die kann man auch nicht so hochdrücken. Nee, aber so wegdrücken. Ja. Vielleicht. Eine Sache, die ich so vorher auch gar nicht bedacht habe. Wenn man auf so einem Floß unterwegs ist und dann mal muss, dann muss man dafür einfach ins Kanu steigen und sich an Land ein Plätzchen suchen. Die Anlegemanöver mit dem schweren, trägen Floß sind viel zu kompliziert, um das mal schnell einfach so zu machen. Um die 18 Kilometer müssen wir pro Tag mit dem Floß schaffen. Der Chlorelven fließt mit etwa 2 km/h dahin. Die Neigung auf diesem Teilstück ist sachte und hat keine Stromschnellen. Optimal für Floßfahrten. Seinen Namen verdankt der Fluss seinem Wasser. Chlorelven, klarer Fluss. Die Kurven, also die Mäander, sind charakteristisch für diesen Teil des Flusses. Fast 100 Kilometer lang schlängelt er sich auf diese Weise durch die Landschaft, bis er schließlich in Schwedens größten See, den Vänern, mündet. Am Ufer haben auch Stefan und Bianca aus Deutschland ihr Zuhause. Seit fast 12 Jahren betreiben sie hier einen Campingplatz und bald geht die Saison so richtig los. Für Jugendgruppen haben sie eine besondere Unterkunft. Das ist eine alte Flößerhütte, wo früher diejenigen, die das Holz den Fluss runtergeflößt haben, übernachtet haben. Die Hütte ist so ungefähr von 1890 bis Anfang der 1990er Jahre
wurde der Fluss aktiv beflößt. Der Fluss bot viele Jahrhunderte lang den einfachsten Weg, Menschen und Waren zu transportieren. So auch Baumstämme. Die Flößerei und Weiterverarbeitung des Holzes war der größte Industriezweig in dieser Region. Bis zu 1800 Menschen haben gleichzeitig als Flößer gearbeitet. Die Aufgabe bestand darin, zu schauen, dass die Stämme eben nicht auf den Sandbänken aufliegen oder irgendwo sich am Ufer verhaken, sondern Weil dann gab es wirklich einen Stammstau. Ja, möglichst schnell irgendwie flussabwärts zu kommen. Und das war teilweise lebensgefährlich, weil wenn einer von den Arbeitern zwischen die Stämme geraten ist, der ist ins Wasser gefallen, die Stämme haben sich über ihm wieder geschlossen. Als die zwei Straßen rechts und links des Claw-Elven im 20. Jahrhundert immer weiter ausgebaut wurden, verlagerte sich der Transport auf Lkw. Und die Flößerei verschwand 1991 auch auf dem letzten Fluss in Schweden. Seitdem ist es nicht ganz leicht, in dieser Abgeschiedenheit Arbeit zu finden. Viele junge Menschen verlassen die Region. Für viele Deutsche ist genau diese Abgeschiedenheit das, was sie hierhin zieht. Stefan und Bianca sorgen mit ihrem Campingplatz dafür, dass die Flößerhütte erhalten bleibt. Und die jetzt hier übernachten, sollen erfahren können, wie die Flößer hier gelebt haben. Das ist natürlich hier sehr, sehr einfach. Du kannst kochen auf dem offenen Feuer. Du schläfst in großen Stockbetten. Hier passen bis zu 16 Personen rein in die Betten. Und das ist natürlich das einfache Leben hier. Ganz im Vergleich zu den Hütten, die wir sonst auf dem Platz haben. Spät abends haben wir es endlich geschafft, das Floß festzumachen. Die trägen 3 Tonnen aus der Strömung rauszupaddeln, ist das Schwierigste daran. Mit dem Kanu entdecken wir eine Lichtung um die Ecke. Dass jedermanns Recht erlaubt ist, fast überall zu übernachten. Die Regel: nicht stören, nicht zerstören. Bilanz des ersten Tages: mehrere kleine Baumkollisionen, eine heftige, 2 Steine, aber keine Sandbank. Wir haben jetzt unser Camp aufgeschlagen. Wir müssen jetzt noch mal zum Floß zurück, um da zu essen. Das liegt ein bisschen weiter hinten an, weil das ganze Landemanöver, wir haben halt 3 Versuche gebraucht, bis wir es wirklich geschafft haben, uns an dem Baum festzumachen. Und jetzt gibt es hier eine ganz gute Campingstelle. Da haben wir unser Zeug mit dem Kanu hingebracht und jetzt haben wir aber die Essenskiste und das ganze Kochgeschirr und so weiter auf dem Floß gelassen. Da paddeln wir jetzt noch mal hin, um abends zu essen und dann in die gemachten Betten zu steigen. Tag 1, Holla die Waldfee. Habt ihr Bock auf was Warmes? Ja, ne? Oder? Ja, angesichts der Zeit. Oder lieber was schmieren? Ja. Ja? Ich bin eher für was schmieren. Ja. Du bis auch? 10. Okay. Jetzt zieht das an, ne? Es war eine kalte Nacht Anfang Juni, 5 Grad. Am Morgen zeigt sich, wie erholsam dieser Schönheitsschlaf war. Nacht 1 ist vorbei. Ich fand es sehr kalt. Konnte nicht ganz so gut schlafen, aber okay. Jetzt ist der Tag da und wird schon. Ich bin nicht ganz so campingaffin, ich bin nicht ganz so campingerfahren. Das macht sich jetzt bemerkbar. Es ist viel Gerödel immer mit Auf- und Abbauen. Aber wir müssen jetzt auch früh weiter, weil heute zieht es sich zu, wird windig und regnerisch. Mit einem blinden Passagier an Bord geht's weiter. Waschen und Baden im kalten Fluss ist mir zu frisch. Deswegen will ich noch etwas basteln. Wir haben noch ein paar Sachen mitgenommen hier auf die Reise. Ein Kartenspiel, weil wir dachten, wir können hier schön entspannt während der Floßfahrt ein bisschen spielen. Aber das wird nichts. Das muss noch warten. Aber was ich tatsächlich noch mal machen will, ist, dass ich mir eine kleine Outdoor-Dusche bauen will.
Müssen wir mal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwie gleich auflaufen. Da müssen wir sofort die Kamera runterlegen. Aber ich glaube, die Strömung treibt uns wieder raus. Ist noch tief hier. Ja. Ich mache da meistens 5 rein. Ja. So. Kommt der Deckel. Flößen, merken wir, ist eine Mischung aus Ruhe und Anspannung. Im einen Moment treiben wir noch gemächlich dahin, im nächsten Moment müssen wir uns wieder vor der Böschung in Sicherheit bringen. Zum Wind gesellt sich Regen. Wir packen Kamera und Ton wasserfest ein und filmen mit dem Handy weiter. Man muss sich darauf einlassen, dass auch schlechtes Wetter gut sein kann. Heute hatten wir erst Gegenwind, richtig? Dann sind wir einmal sogar rückwärts wieder gedrückt worden. Ja. Ja, aber jetzt hat der Wind aufgehört und wir treiben ganz gemächlich vorwärts. Und wir haben uns aber auch ganz gut eingespielt, finde ich. Also so in der Steuerung des Flosses, dass wir wissen, an welchen Ecken wir sein müssen, wie wir einander aushelfen können. Ja. Wenn es in die eine oder andere Richtung driftet. Wann wir paddeln, wann wir starken. Wenn wer wo stark, wo paddelt Welche der Seite. andere und so. Ja. Ja. Wir sind ein eingespieltes, gutes Team. Nach 24 Stunden. Regelmäßig hören wir Autos durchs Tal fahren und in den Abendstunden begegnen wir dem Kuckuck öfter. Aber auch Jorn treffen wir noch mal wieder. Er weiß nicht nur viel über Flöße, sondern auch über Biber. Es ist seine erste Kanutour der Saison und er will herausfinden, wo die Tiere diesen Sommer ihre Bauten haben. 1,5 Jahre lang lernen Biber von ihren Eltern. Erst im 2. Sommer ziehen sie richtig aus. Die Einjährigen, die letztes Jahr geboren wurden, die helfen den Eltern mit den neuen Kindern und sind quasi Extraeltern. Sie finden es mit den Jungen aber ein bisschen voll im Biberbau und machen sich dann ein Strandhaus. Sie graben ein Loch ins Ufer und leben im Sommer hier. Und im Herbst, wenn es kalt und elendig wird, dann ziehen sie zurück zu Mama, Papa und den neuen Jungen. Biber waren mal ausgestorben in Schweden. Ihr dichtes Fell war heiß begehrt. Aus Norwegen kaufte man Tiere ein und stellte sie unter Schutz, sodass sie jetzt hier wieder heimisch sind. Sie haben Eisen im Zahnschmelz. So schaffen sie es, dünne bis dicke Baumstämme durchzunagen. Unsere Kraft reicht in den späten Stunden immerhin noch dazu, eine Suppe warm zu machen. Danach geht's in die Zelte auf der flachen Seite gegenüber.
Im Kanu paddeln sie zielstrebig dahin. Wir starken schon wieder. Aber unter dem Ast waren 2 Steine, da wären wir nicht drüber gekommen. Ja. Das Wetter bietet an unserem letzten Tag alles. Wind, Regen und Sonnenschein im mittleren Westen Schwedens. Eigentlich schlängelt sich der Fluss komplett von Norden nach Süden, was die Himmelsrichtung angeht. Kleines Achtung. Etwas weiter unten gibt es Steine, mitten im Fluss. Mal gucken, dann müssen wir innehalten. Gerade sieht's gut aus. Ja, aber da liegt irgendwas, ne? Da liegt was im Wasser. Okay, wir schnappen uns einmal. Aber ja. Irgendwas sind die Steine. Ja, es wird flach. Ja, was kann ich denn tun? Sieht gut aus? Sehr flach. Ah, shit, da baut sich was auf. Sehr flach. Ja. Jetzt legt das Heck rein. Könnte sein. Stein. Ja, könnte jetzt rumsen. Ja, hier sind auch Steine schon unter uns. Vorsicht mit der Kamera. Ja, ich halte die Kamera fest. Und hier wird's. Ja, Achtung, jetzt- das jetzt knallt knallt wahrscheinlich. Scheiße. Das knallt wahrscheinlich. Scheiße. Festhalten. Kamera. Okay. Okay. Ich gucke mir noch einmal kurz hier tatsächlich die Hölzer an. Alles etwas verzogen und nicht mehr ganz rechtwinklig. Ja. Okay, die sind. Bezogen. Ja. Das ist, Naja. es hält ja noch alles. Ja. Aber jetzt liegen auch nur noch 7 Kilometer zwischen uns und dem Ziel. In der Nähe hat auch Dani ihr Zuhause am Klarälven. Und na klar, es stellt sich heraus, auch Dani kommt aus Deutschland. Im Internet hatte ich im Vorfeld ihre Lederwerkstatt auf der Landkarte entdeckt. Einer von wenigen Betrieben hier. In Deutschland hatte sie noch als Hufpflegerin gearbeitet. Ich war mit 11 Jahren das erste Mal in Schweden und für mich war da schon klar, ich möchte hier leben irgendwann. Okay. Und aufgrund meiner Berufsunfähigkeit in Deutschland, ja, kann man so sagen, hatte ich da nicht mehr allzu viel, was mich gehalten hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt oder gar nicht. Und dann war das so. Und dann war eben auch durch Zufall genau dieses Haus, was ich schon 2 Jahre vorher im Urlaub gesehen hatte. Und dann sollte es wohl einfach so sein. So, und jetzt kannst du das schneiden. Da genau an der Linie lang, da und da. Ich habe noch keine Erfahrung im Lederhandwerk, aber jeder fängt mal an. Dani hat sich auch alles selbst angeeignet. Zurück. Seit 2 Jahren lebt sie jetzt am Klarälven. Findest du alles daran leicht? Nein, es ist überhaupt nicht leicht. Gerade meine Tochter ist in der Pubertät, die möchte einfach mal Schuhe kaufen gehen. Die möchte einfach mal Klamotten kaufen gehen. Und das ist eben nicht so einfach. Wir müssen 1,5 Stunden in die nächste Stadt fahren. Es ist ein Tagesausflug, um shoppen zu gehen. Lange Strecken fahren, das gehört im abgelegenen Klarälvstal einfach dazu. Und dann richten wir den aus. Unseren Lederstreifen versehen wir noch mit einem Runenkompass. Ganz bis zum Anschlag? Ja. Ich halte sie dir ein bisschen mit fest. So, und jetzt kannst du vorsichtig gucken. Okay. Jawohl. Ja, sehr gut. Hobbymäßig habe ich Fotos gemacht, Fantasy-Fotos. Und mich hat es tatsächlich gestört, dass man keine Kostüme und nichts so richtig finden konnte. Man muss sich alles selber nähen oder machen und da fing ich an mit Leder, irgendwelche Rüstungen zu machen und ja, was man alles so braucht. Also du hast gute Erfahrungen gemacht mit einfach mal machen. Einfach mal machen, genau. Ja, das passt zu 100%.
Und was kaufen die Leute am meisten so von dir? Tatsächlich die Werkzeuggürtel. Ich habe da verschiedene Varianten. Und das ist praktisch dieses obere, was wir gemacht haben. Das ist zur Verstärkung am Gürtel, dass es fester sitzt. Und wir haben hier die große Tasche. Wir haben hier eine mittlere Tasche und eine etwas kleinere. Das ist der Standardgürtel. Früher hat Dani auch mal Handtaschen gemacht. Ein paar wenige gibt es noch und es werden die einzigen bleiben. Ich selber habe nicht mal eine Handtasche. Ich trage selber nicht mal Handtaschen. Da kann ich auch irgendwie keine herstellen. So, das ist so, mir fehlt ein bisschen die Verbindung dann dazu. Ja. Aber Werkzeuggürtel braucht man immer. Gerade in Schweden. Ja. Kurz vor dem Ende unserer Fahrt wird's wie zum Geschenk nochmal windstill und sonnig. Es wartet das letzte Anlegemanöver. Ein Schild am Ufer ist der Startschuss. Wir müssen uns aus der Strömung rauspaddeln und auf der linken Seite halten. Super. Aber wir drehen uns. Jetzt drehen wir uns wieder raus. Ja. Siehst du, wie die stark rübergeht? Ja, ja, ja. Ja, gerade liegen wir richtig gut. Ja, sind wir auch. Wir machen nichts, ne? Nee. Super. Basti und ich versuchen, das Floß zu halten. Mareike paddelt mit dem Festmacher vor. Wir drehen uns. Ja, kommt wieder. Super. Und es läuft wie geschmiert. An Tag 3 haben wir unser Floß verstanden. Nun haben wir's. Mega. Angekommen. Unsere Lehre: Auf einer Floßfahrt kann man nicht jede Kollision vermeiden. Es geht eher darum, sie so unbeschadet wie möglich zu überstehen. Am Ziel knoten wir das Floß auseinander und schicken unsere Baumstämme flussabwärts in die Baumstammfalle. Später wird mal ein neues Floß daraus werden. Die Reise war anders als erwartet. Durchaus anstrengend, abenteuerlich und actionreich. Komm, weg mit dir. Das war's jetzt vom Ostsee-Report. Heute brauche ich es. Haben Sie es gut. Wir sehen uns.